Nikolaus Doll aus der Weltpolitik-Redaktion hier bei uns im Studio. Schön, dass du da bist. Grüß euch. Wir haben jetzt diesen Haushaltsstreit und mittendrin will die FDP jetzt plötzlich das Streikrecht gesetzlich einschränken. Arbeitsniederlegungen, die sollen da künftig mindestens 3 Tage vorher angekündigt werden. Warum kommt ein solcher Vorschlag jetzt gerade in dieser Woche, wo die Nerven ja ohnehin blank liegen? Ja, es kommt wie Kai aus der Kiste. Über den Vorschlag an sich kann man ja diskutieren. Wir erinnern uns an den Jahresanfang. Die Bahn fuhr nicht, die Regionalbahn fuhr nicht, der ÖPNV fuhr in verschiedenen Ländern nicht, die Flieger flogen nicht. Das war eine vertragte Situation und die Probleme, die dahinter stecken, dualierende Gewerkschaften, ist bis heute nicht geklärt. Also man kann die Frage schon diskutieren. Warum in dieser Woche? Da musste ich echt eine Zeit lang nachdenken und mir fällt eigentlich nur eins ein. Das ist die Haushaltswoche. Die Nerven liegen blank. Wenn du in den Bundestag gehst, kannst du quasi die Spannung, die in der Luft liegt, spüren. Und da kommt die FDP mit einem Vorschlag, von dem hundertprozentig klar ist, dass die SPD und Grüne Nein sagen werden. Warum machst du das? Weil du die Folterinstrumente zeigst, weil du sagst, wir haben noch ganz viele andere Themen, mit denen wir euch ärgern können, mit denen wir euch blockieren können. Wir haben noch so viele Sachen in der Schublade, wo ihr einfach sagt, nein, bloß nicht. Jetzt lehnt euch mal beim Haushaltsstreit nicht so weit aus dem Fenster, gibt ja Alternativen. Ich wüsste zwar nicht welche, aber... Ja, und interessant ist auch, dass das ein Vorschlag der Union eigentlich ist, also dieses Streikrecht einzuschränken. Blinkt die FDP da schon so ein bisschen in diese Richtung? Also auffällig ist zumindest, dass der Vorschlag, der ausgerechnet in dieser Woche von der FDP präsentiert wird, so ziemlich stark an den der Mittelstands- und Wirtschaftsunion erinnert. Das ist ja unionsnah. Die hatten den Anfang des Jahres gemacht, nach den Bahnstreiks, so nach dem Motto, es reicht, es muss irgendwie eine gewisse Begrenzung her. Und man hat bei manchen Passagen echt das Gefühl, Copy-Paste, was die FDP jetzt gemacht hat. Warum mache ich das? Weil ich zeigen möchte, unter anderem auch, es gibt Übereinstimmungen. Ich meine, die FDP hat Teile schon aus CDU-Programmatik übernommen, die steuerfreien Überstunden. Die CDU-CSU hat wiederum den 12-Punkte-Plan zur Wirtschaftsbelegung der FDP in Teilen übernommen. Da wächst da vielleicht gerade was zusammen, was noch nicht zusammengehört. Ja, da würde ich gerade noch mal einsetzen wollen. Ist das jetzt praktisch der Hebel zum Koalitionsbruch? Plant man sowas? Ja, wenn du eine so wirklich schwierige Lage hast wie derzeit mit dem Haushalt und du sendest keine Zeichen der Versöhnung oder eines Einigungswillens oder zumindest Zeichen, dass du dich ernsthaft jetzt zusammenraufen willst und das lösen willst. Was der Kanzler heute gesagt hat, hat der Kanzler gesagt mit der Lösung des Haushaltsstreits bis Ende des Monats. Das hat nicht die FDP gesagt. Dann weiß ich nicht, ob das ein Zeichen von Friedenswillen und Einigungswillen ist, wenn ich einen neuen Kriegsschauplatz aufmache, der noch dazu auf die Spur eines potenziell möglichen neuen Koalitionspartners, wie auch immer, führen könnte. Für mich ist dieser Vorstoß der FDP entweder kommunikativ schwierig, strategisch unglücklich, am Ende vielleicht sogar ein Hebel zum Koalitionsbruch. Und du siehst durchaus Parallelen zur Vergangenheit. Inwieweit erinnert denn die aktuelle Situation an das Ende der sozialliberalen Koalition 1982? Die Älteren unter uns werden sich ja daran erinnern, zumindest wenn man nachgelesen hat, dass die FDP ja schon das ein oder andere Mal Koalitionen verlässt. Wir erinnern uns oder wir haben nachgelesen, das Jahr 1982, das Ende der sozialliberalen Koalition. Da waren das ja auch viele Nadelstiche, die am Ende zu einem abrupten Ende geführt haben. Und da ging es auch um einen Wirtschafts- und um einen Sparplan, der von der FDP vorgelegt wurde und der so für den Bundeskanzler SPD nicht akzeptabel war. Gibt es schon die eine oder andere Parallele. Nikolaus Doll, vielen Dank für dieses Gespräch, für die Einordnung. Dankeschön. Gerne.